Hier, heute, da backen wir diese super leckeren, wunderschönen Roggenbaguettes. Die kann man mit frischem, also aktivem Sauerteig machen oder mit getrocknetem Sauerteig. Hallo, Nico hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, das ist so eine schöne Alternative für all diejenigen, die keinen Sauerteigstarter haben, denn den getrockneten Sauerteig, den bekommst du im Supermarkt bei den Backzutaten. Ob sich die beiden Baguettes voneinander unterscheiden, das sehen wir dann am Ende vom Video. Da ich keinen getrockneten Sauerteig bekommen konnte, habe ich ihn selber gemacht. Wie das geht, zeige ich auch noch am Ende vom Video. Jetzt machen wir erstmal den Teig für die Baguettes und beginnen mit dem Sauerteig. Dafür gebe ich hier 60 Gramm Wasser, 20 Gramm Sauerteigstarter und 60 Gramm Roggenmehl Typ 1150 in einen Becher, verrühre alles und lasse ihn für 8 Stunden reifen. Wie lange das bei dir dauert, hängt natürlich von deinem Starter ab. In jedem Fall warten wir, bis sich das Volumen mindestens verdoppelt hat, besser verdreifacht. Für den Hauptteig geben wir 320 Gramm Wasser und 120 Gramm vom Sauerteig in eine Schüssel. Wenn du getrockneten Sauerteig verwendest, dann verwende 25 Gramm getrockneten Sauerteig und gib 40 Gramm mehr Wasser dazu. Dazu, also egal ob frischer Sauerteig oder getrockneter, kommen dann 2 Gramm frische Hefe oder 0,6 Gramm Trockenhefe, 300 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 200 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 10 Gramm Salz. Die Zutaten erst vermischen, bis sie zusammenhalten und den Teig dann weiter auf der Arbeitsfläche für 10 Minuten geschmeidig kneten. Ich zeige jetzt nicht extra, wie ich anstelle von Sauerteig den getrockneten Sauerteig in den Teig mache. Der Arbeitsablauf ist der gleiche, der Teig sieht nicht anders aus und er fühlt sich auch nicht anders an. Die Zutaten stehen wie immer unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Wenn dir das Video gefällt, sei bitte so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Ein Kommentar wäre auch schön, aber wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, dann lass mir einfach ein Baguette-Emoji da oder 2. Dankeschön! Den Teig dann zu einer Kugel formen, mit einem feuchten Tuch abdecken und für 1 Stunde gehen lassen. Nach dem Gehen etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben, den Teig darauf stürzen und in 4 Stücke zu 235 Gramm teilen. Du kannst das aber auch so wie ich machen, wenn du gerade keine Lust zum Abwiegen hast. Okay, meine Ausrede ist, dass die Batterie der Waage leer war, genau in diesem Moment, und ich war zu faul, neue reinzumachen. Hat aber trotzdem funktioniert. Die Teigstücke dann auf Spannung falten und rundschleifen. Gut, das mit richtig viel Spannung im Roggenteig wird zwar eher nichts, durch das unzureichende Gluten, daher wird das eher ein lockeres Falten und anschließendes Rundschleifen. Und da das bei mir mit links nichts wird, das Ganze nochmal mit der rechten Hand. Das dient vor allem dazu, dass die Baguettes gleich anständig und gleichmäßig geformt werden können. Die Teigkugeln dann mit einem feuchten Tuch abdecken und 15 Minuten entspannen lassen. Nach 15 Minuten die Teiglinge zu Rechtecken drücken oder ziehen oder beides kombinieren. Den Teig oben anfassen, etwas hochziehen, umklappen und andrücken. Das Teigstück umdrehen, wieder oben anfassen, hochziehen, umklappen und andrücken. Dann mit dem Daumen der einen Hand den Teig eindrücken und mit dem Ballen der anderen die Lücke zudrücken. Ich wollte jetzt nicht linke oder rechte Hand sagen, weil ich ja nicht weiß, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Nicht, dass ich hier Linkshänder diskriminiere, ne? Nach dem Vorformen das Teigstück dann zu einem Baguette rollen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Die Baguettes mit Roggenmehl abstäuben und fächerförmig mit einer Rasierklinge einschneiden. Die Baguettes abdecken und 60 bis 90 Minuten gehen lassen oder bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat und die Einschnitte schön zu erkennen sind. Wenn du den Teig mit aktivem Sauerteig gemacht hast, geht das wesentlich schneller als mit getrocknetem Sauerteig. Kleiner Spoiler, das ist auch der einzige Unterschied, den ich hier feststellen konnte. Während die Baguettes aufgehen, können wir schon mal den Backofen auf 225 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und eine Auflaufform auf den Boden des Backofens stellen.
Das Blech mit den Baguettes dann in den mittleren Einschub schieben und etwa 50 bis 100 Milliliter Wasser in die Form gießen. Nicht vergessen, den Wecker auf 30 Minuten zu stellen. Die Baguettes dann herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Und hier kommen auch gleich noch die Baguettes mit dem getrockneten Sauerteig. Und, hast du es erwartet? Die sehen genauso aus wie die anderen. Also, ob frischer Sauerteig oder getrockneter Sauerteig, es funktioniert beides wunderbar. Für den getrockneten Sauerteig habe ich einfach eine größere Menge Sauerteigstarter reifen lassen. Wenn der Starter am aktivsten ist, sich das Volumen also verdreifacht hat, kann er getrocknet werden. Dafür kommt er auf ein Blatt Backpapier, das mit einem weiteren Blatt Backpapier abgedeckt wird. Und wenn du das jetzt einmal ganz schnell hintereinander sagst, dann wird das lustig. Den Sauerteig dann so dünn wie möglich ausstreichen, die Backpapierblätter auf ein Gitter legen und den Sauerteigstarter je nach Temperatur und Luftfeuchte in 2 bis 3 Tagen trocknen lassen. Er ist trocken genug, wenn er sich zwischen den Fingern zerbröseln lässt. Den trockenen Sauerteig dann in einem Blitzhacker fein mahlen und in einem Glas im Kühlschrank aufbewahren. Um deinen Sauerteigstarter später wieder zu aktivieren, mischst du 20 Gramm Pulver mit 30 Gramm Wasser und 30 Gramm Roggenmehl. Warte, bis sich das Volumen verdoppelt hat und füttere erneut. Jetzt 10 Gramm vom Starter mit 30 Gramm Wasser und 30 Gramm Roggenmehl. Wiederhole das Füttern so oft, bis dein Anstellgut so kräftig ist wie vorher. So, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Roggenbaguettes zu backen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich weiß ja, was jetzt als nächstes kommt. Du musst mir dabei zugucken, wie ich die probiere, aber vorher, da werfen wir natürlich einen Blick rein. Ich habe auch ein neues Messer, damit geht das richtig geschmeidig. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Finger schneide. Ich denke es noch und schon ist es passiert. Oh. Ja. Naja. Der Finger ist noch dran. So, hier. Okay, es ist ein bisschen krumm geschnitten, aber ich denke, man kann sehen, wie das Baguette von innen aussieht. So, also, ich beiß noch mal kurz rein. Weil, oh, mit Blut. Ich brauche ein Pflaster. Also, es geht nichts über frischtes Baguette. Bevor ich jetzt noch lange fasel, verabschiede ich mich einfach an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem. Zumindest in einem von den beiden, die da gleich erscheinen. Das gesagt, der Nico ist weg. Tschüss. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann ist der Nico weg. Ab in die Küche gehen. Hier. Oh, die sind so lecker. Oh, dieses Aroma. Also, Roggenbaguettes backen gehen. Ab geht's. Tschüss.